I want you for a lifetime. So if you're gonna think twice, baby, I don't wanna know, baby, I don't wanna. Yo YouTube, was geht? Schonen hier mit einem neuen Video auf diesem Kanal. Und wie ich eigentlich mal im Let's Go Video gesagt habe, reagiere ich sogar auf ein paar Mod-Videos, die es in der Kingdom Hearts Community jetzt mit Kingdom Hearts für den PC gibt. Den Anfang macht tatsächlich von Gamerjoint 10 Must-Have-Mods that will change your experience. Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht für den PC, ich habe nur ein paar Mods gesehen, aber ich dachte mir, gut, wir schauen uns dieses Video einfach mal gemeinsam an. Ich pausiere einfach und halt mal kurz und sag meine Meinung zu den Mods. Bin gespannt, was hier abgeht, ich habe es noch nicht geguckt und ich glaube, es ist auch schon ein bisschen älter, oder? Es kam mir raus am 29.06. Wir haben jetzt den 17.08., fast 2 Monate alt. Habe ich noch nicht gesehen, daher fangen wir direkt mal an, würde ich sogar sagen. Yo, what's going on, guys? It's Cynical and welcome back to another video. Today for you guys we're going So, to be mal looking gucken, at was 10 der uns da must-have mods for sagt, was Kingdom denn geil Hearts wäre. 3. Considering that Kingdom Hearts 3 has been on PC for close on 3 months now, the mod Das community kam has damals been schon, vor really, 3 Monaten. really hard at work. Ganz kurz, also, er hatte dieses Video hochgeladen am 6. Das kam es echt im März raus? Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Coming up with all Wirklich gar sorts nicht mehr. of really neat things. I thought it would be cool to get a video out just talking about 10 mods that aim more Mal towards gucken. quality of life changes or other smaller minuscule things that I think you should at least have one of these installed to really change up mal your gucken halt, Kingdom ne? Hearts 3 experience. Coming in at number 1 is Remove Wall Wolf. Effects by 13th Okay. Vessel. A very Wandeffekte. simplistic mod but goes the extra mile. It does exactly. Also ich spekuliere jetzt einfach mal. Es wird bestimmt sein, diese Wellenbewegung, die es an den Wänden gibt, wo man hochlaufen kann oder seitlich laufen kann, die verschwinden einfach. Remove Wall Effects. Wandeffekte. What it says, it removes the wall effect Tatsache. indicator to Okay. tell you that you can run up a wall. Obviously not Wobei ich zugeben muss, das hat mich persönlich eigentlich nie gestört. Ungelogen, es hat mich nie gestört, dieser Wandeffekt. Hat mir sogar ein bisschen geholfen, weil ich dann halt wusste, welche Wand kann ich hochlaufen, welche nicht. recommended for if you're a Wenn ich first ehrlich timer bin. for Kingdom Hearts 3, but if you've played the game time and time again, you're obviously going to know what walls you can and can't run up. It's a little bit strange that this wasn't. Ja gut, er hat gesagt, ne, dass man, wenn man das Spiel schon ein bisschen gespielt hat, weiß man, welche Wand man hochlaufen kann, welche nicht. Ja gut, wenn. Aber wenn du es zum ersten oder zum zweiten Mal spielst, oder gerade mal 5 Stunden gespielt hast halt, dann weißt du es halt nicht, ne? Daher finde ich das jetzt, mich stört es nicht, aber gut, wenn es den einen oder anderen stört, gibt es halt einen Mod, der das entfernt. Okay. A preset Super. option within the options Kann man nichts sagen halt, ne? for the game. They can sometimes get a little bit annoying, especially if you're used to knowing exactly what walls you can and can't run up. So Okay. it's now nice to actually have that option to disable them. Coming in at number 2 is the custom HUD for Sora Ja. by Das habe ich bei so vielen also Mod-Videos gesehen, einfach, dass unten rechts dieses HP-Icon so wie er so am Artwork ist und nicht dieses, wie sage ich das mal, Real-Life-Sora-Bild, ne? Und dieses Bild unten rechts, das muss ich zugeben, ist eine der wenigen Sachen, wo ich sage, ach du Scheiße, das hätte es in Kingdom Hearts 3 Base Game auch schon geben sollen. Es hätte nicht dieses Real-Life-Gesicht sein sollen, sondern es hätte so ein Artwork sein müssen. Das hat bei allen Kingdom Hearts Teilen immer funktioniert. Warum hat man es hier geändert? Verstehe ich bis heute nicht. Das ist ein Mod, den man auf jeden Fall haben muss. Da stehe ich sogar zu. Blaster Ungelogen. Grim. Of course, for Kingdom Hearts 3, we ended up getting CG-based character portraits for the heads-up display. And Das meine ich halt. This was the first time in the series history, Das as meine ich. previously, for any other game aside from 0.2 Birth by Sleep, the character portraits were always hand-illustrated by Tetsuya Nomura. Guck mal, wie schön das vor allem Personally, aussieht. I don't like these CG-based ones, and I think going forward, we're probably going to continue to get CG-based ones, which is a little Deswegen. bit disappointing. There's a certain amount of charm that comes along. Ich lasse weiterlaufen. Und vor allem das Gesicht, das Icon haben die Modder wirklich hingekriegt bei allem. Wenn er Schaden kriegt, wenn er lächelt, wenn er im Kampf ist, das ändert sich automatisch. Und das ist so viel besser einfach. Ungelogen. Ungelogen, das ist so viel besser. It's just the way a normal HUD portrait works. So, for instance, if Sora is taking damage, the portrait will change. The portrait is slightly altered too for when Sora is Hier, auch wenn er eine Form forms, wechselt, die as well as a Kapuze. unique one for that of Rage form. Ich However, sag's what euch. you should know is if you go to a world where Sora is in a world-specific outfit or form, for example, Monsters Inc., it will revert back to just the standard okay. HUD portrait. Verständlich. Speaking about HUD Verständlich. stuff,
Coming in at number 3 is Simple, the Simple, HUD. HUD and Alternate Colors by Yuri Lu. This changes the Nee, coloring for nein. the HP bar, MP bar, as well as focus gauge. And what's cool about this mod is there's quite a few different options you can pick between. This one right here is Gradient, this one right here is Berry, but my personal favorite would definitely have to be the Dream Drop Distance version, which changes the color of the bar. Ja gut, bei der Dream Drop Distance Version sage ich noch, das sieht irgendwie schön aus. Bei den anderen 2 Farbmethoden, aber die es gab, die fühle ich gar nicht. Die fühle ich ernsthaft gar nicht. And I guess personalization to that of Maximal your die Dream Drop bars Distance Version. opens up display. Das ist auch, das ist Again, hässlich. as I was saying, there are quite a few different color nee. schemes to pick from, Ach so. all of which are Nicht separate mit mir. downloads over on the next Das ist genauso page. wenig schön. Coming in at number 4 is S'more's Kingdom Hearts 1 Mailbox by my friend Caleb. Now, this is an absolute throwback. It replaces Okay. that hideous-looking Twilight Town mailbox with Aha. the Kingdom Hearts 1 Traverse Town mailbox. Ah, okay. Absolutely beautiful. Such a nice touch. Hat mich auch nie gestört. And just quickly speaking about the mailbox. Also ich bin ehrlich, das hat mich nie gestört. Wirklich, hat mich nie gestört. Ob das jetzt die Twilight Town, der Twilight Town Briefkasten war oder der von Kingdom Hearts 2, der Traverse Town. Also hat mich nie gestört, ungelogen. Design of the actual Daher mailbox bleibe ich bei. in itself. In Kingdom Hearts Den finde 1, ich it acted unnötig. more Bleib as ich bei. like a little kind of treasure hunt type minigame specifically in the world of Traverse Town. In Kingdom Hearts 3, well, yes, you can continually keep receiving postcards through buying items. It was just Ja, klar, die a ganzen simple system Briefkästen sammeln und so weiter. integrated into Briefkästen. buying items Die from Briefe sammeln, items. Postkarten. The rewards were sometimes cool in the way of synthesis, but they weren't specific rewards like you would get in Kingdom Hearts 1. Verständlich, They verständlich. introduced some unique things in Kingdom Hearts 1 in regards to actually getting those postcards. Now, I do understand that there's a reason why the mailbox looks the way it does in Kingdom Hearts 3, and that's Wie because viel it kann is man in Twilight Town, obviously, über einen because obviously Briefkasten Traverse Town sagen? fits to that, the theme of Traverse Town, right? Whereas the one that we see in Twilight Town also fits to the theme of Twilight Town. But still, this is a nice little Nicht touch of schlecht, nostalgia, Cynical, fantastic mod. wirklich. And talking about one more heads-up display mod, Kingdom this Hearts 2 is hat. Kingdom Hearts 2 HUD Portraits by Desmond. Das ist das gleiche wie gerade eben. Anstatt dieses eine Dream Drop Distance Artwork kommen halt die Kingdom Hearts 2 Bilder. Bleib ich bei. Ich brauche keine Pause, rede ich die ganze Zeit drüber. Bleibe ich bei. Das ist wieder so eine der Sachen, wo ich mir selbst sage, hätte es von Anfang an geben müssen. Ein richtiges Artwork und nicht dieses Real-Life-Bild. Bleibe ich bei. Their illustrated Kingdom Hearts 2 version of their portrait. Gut. Super nice, really cool. Ist das gleiche wie gerade eben war. Vor allem Baymax bleibt ja gut, das kann man ja nicht ändern. What's nice about this too is it also changes the title screen, so now it's got Kingdom Hearts 3 Final Mix. As well as that too, while Das you're ist cool. in the save menu, the character portraits that are on each save slot are now changed to the Kingdom Hearts 2 version. Das So I ist auch definitely cool. prefer the custom HUD for Sora by Blaster Grimm, as it is an official illustration of KH3 Sora modded into the game. This one's a little bit cooler just for the sake of the fact that it also changes up your party member portraits too, so a very nice touch. Next up is improved movement. Okay, ganz kurz. Also das hatte wirklich Vor- und Nachteile. Ja? Das Kingdom Hearts 2 Bild unten kann man machen. Ich mochte das andere Artwork, was Nomura zu Dream Drop Distance gezeichnet hat, viel schöner. Ich fand aber cool bei den Spielständen, dass da so ein Artwork war und beim Startmenü halt Kingdom Hearts 3 Final Mix stand. Das fand ich echt cool. Das fand ich cool. By Apridex. Kingdom Hearts 3 came with a Improvement different feeling movement. movement system, one that Okay. does feel a little bit more realistic, especially when you are turning the character, though what this means is Das ist ja noch the bevor er movement gemoddet doesn't ist. feel Stand hier as gerade oben rechts. fluid as previous Kingdom Hearts entries. What this mod does is it speeds up the animation, the turning animation, though while this can look a little bit jank gut, ne? sometimes, it will give Sora Boah. Ob mich das jetzt wirklich stört, weil gut, mit der Bewegung von Kingdom Hearts 3 Sora vom Original ist halt realistischer. Oh, warte mal kurz cool hier. Darauf einmal braucht er nur 10 Sekunden zum Reden. Es ist halt definitiv realistischer, aber ich weiß nicht, ob es mich stört. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt, bin ich ehrlich. Ich glaube, das bräuchte ich nicht, weil ich mich einfach dran gewöhnt habe. Aber kann ein cooler Mod sein, wenn man ihn möchte. Bin ich ehrlich. Es kann ein cooler Mod sein. Next up is the Remindability integration by IWT Explode. This is most definitely a must-have mod, especially if you are thinking about starting a new game. Ups. Yo, what's going on, guys? It's Cynical. Sorry.
Next up is the Remindability integration by IWT Explode. This is most definitely a must-have mod, especially if you are thinking about starting a new game. As we know, there were some new abilities added into the Remind DLC in the sense of combo modifiers, and the way that you get these abilities are as soon as you clear the base game. They are automatically added to the ability menu. What is kind of frustrating about this is it would have been nice with the update that came along with the DLC for Kingdom Hearts 3 back when it released. It would have been nice if Square could have updated the game so that you do unlock these Reminds combo modifiers throughout the actual base game experience. This is of course what happened with the Final Mix versions of Kingdom Hearts 1 and 2. Mittlerweile direkt. Exclusive combo Also es geht ja, modifiers and abilities were also es geht ja auf jeden Fall um die Remind-Abilities, die man ja kriegt mittlerweile. Oder, ne? Waren die... boss fights and scenarios. So this is exactly what this mod does. It means that you're able to obtain the Remind combo modifiers throughout the base game story from defeating certain bosses. As an example, you'll unlock Flash Step from the Minotaur fight in Olympus. You'll get Aerial Sweep from the Tornado Titan. Ja gut, das kann halt, muss ich zugeben, das kann schon cool sein. Man hat ja eigentlich schon Minecraft Diamantschwert. Naja. Ist halt auf jeden Fall cool. Ist auf jeden Fall cool. Ja, ne? Das finde ich cool, muss ich schon zugeben. Deswegen, das kann man wirklich nehmen. Because as we know, these Remind combo modifiers really made Sora feel completely different and for the greater good. The base game combo modifiers were just not good. Like Magic Flash and whatnot, they just weren't that great. They weren't really that enjoyable to use. But the introduction of these, it really increased the gameplay pacing. Not only that, but throughout the Remind scenario, you do also unlock some MP bonuses. Ja, wie gesagt, also das finde ich halt... Das ist sogar so ein Mod, den ich wirklich empfehlen würde. Kriegst du die Remind-Abilities halt schon im normalen Spiel, was echt hilfreich sein kann. Copyright Screen Skip. From the get-go, and that is the Copyright Screen Skip by Chill Axel. It does exactly what it says it does. It skips the copyright portion of when you boot up Kingdom Hearts. Also dieses Bild ist einfach weggeskippt. Aber das kann man skippen. It's a movie file, so what this mod does is it removes that movie file, disables it, so that you don't have to go through the unskippable pesky copyright nonsense. Ungelogen, das gehört auch zu Kingdom Hearts dazu. Denn wenn du das Spiel startest, diesen Screen anzugucken, ja, ganz kurz, das gehört doch dazu. Klar, es ist nervig oder so, aber das gehört dazu. Daher, gut, wenn man natürlich schnell zocken möchte, so schnell, kann man es entfernen, finde ich jetzt persönlich, aber jetzt, das finde ich jetzt auch, braucht man nicht, wenn ich ehrlich bin. Restyle by Kingdom Hearts Restyle. This is another combo-based gameplay mod that modifies the animation speed of a lot of the different combo modifiers in the game. The animations for the combo modifiers have all been Also quasi einfach die Kombos haben einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten, wie er die verwendet. Aha. Das ist für die, ich glaube, das ist für die wichtig, die Speedruns machen oder so Videos, sag ich mal, wo man die Datenkämpfe mit Style bekämpft, sag ich mal. Solche Videos gibt es ja. Ich glaube, für die ist das relativ wichtig. Für die uns, sag ich mal, die jetzt ganz normal das Spiel spielen, kann man machen, finde ich. Kann man machen, muss man nicht. Es ist okay, kann man machen, tatsächlich. Gameplay speed that Restyle introduces, ne, aber ansonsten being able to use these Remind abilities early on in the game, it gives a fresh new take on the Kingdom Hearts base game experience. And the final mod that I want to mention is C-Mod. Now we've talked a little bit about C-Mod. Das sieht man bei voll vielen Videos. Da kannst du alles Mögliche machen halt. Mod menu, which introduces a host of really neat, cool things that you ja, God Mode, Vehicles, Level Loader, Debug, ja. Three different mod menus that exist for. From there, just simply click the das glaube ich, muss ich nicht gucken. Das ist eh, wenn du quasi alles machen willst. Wenn du alles machen willst mit deinem Spielstand am PC, dann hol dir dieses Menü. Da kannst du alles machen. Du kannst eine Party einstellen, du kannst God Mode, wie da steht, schon machen. Du kannst Multiplayer borgen, man kann Multiplayer spielen, cool. Vielleicht 10 Komponenten kann man angucken oder so. Also es ist einfach quasi wirklich, wenn du modden willst, ist das quasi das ultimative Tool. In Kingdom Hearts 3 PC, sag ich mal, ganz ehrlich. Ich glaube, sieht man sogar gut, oder? Ist es das? Nee, scheiße. Hier zum Beispiel. Ihr seid auf dem Schlüsselfriedhof mit einem Toy Story Ball und einem Mac von Galaxy Toys. Also,
Wie gesagt, das ist das, womit man alles mögliche Mods technisch am PC machen kann. Ich glaube, das hat jeder. Jeder, der Mods verwendet, hat das irgendwie verwendet oder wird es verwenden. Bin ich ehrlich zu euch. Ja, ich würde aber allerdings auch ganz ehrlich sagen, ich fand jetzt von diesen 10 Mods, die hier sind, waren richtig, richtig relevant für mich. 3, 4, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, maximal. Bei manchen sage ich, kann man machen, muss man nicht. Und 2, 3 Stück finde ich halt echt, die brauchst du absolut nicht. Die brauchst du absolut nicht. Wie dem auch sei, schreibt mal in die Kommentare, Leute, habt ihr die PC-Version und ja, was für Mods verwendet ihr so am meisten, sage ich mal? Oder welche, klar, experimentieren tun alle, aber welche Mods verwendet ihr da am meisten? Ab damit in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video doch irgendwie gefallen hat, dann lasst doch ein Like oder sogar ein Abo da. Kommentiert es, wenn ihr wollt, ich lese es mir immer gerne durch. Habt noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, wann auch immer ihr dieses Video anguckt und vergesst nicht. A real leader knows that destiny is beyond his control and accepts that.